Und das ist jetzt im Vergleich eine Detailaufnahme von den Steinen in die Steinfelder. Ich kann gerne nochmal zurückschalten, aber es ist total offensichtlich, dass das eine ganz andere Steinstruktur ist. Und zumindest ich auf meine Wanderungen im Steinernen Meer oder in die Wälder vom Mühlviertel, ich habe den Stein nur an 3 Stellen gefunden bis jetzt. Und das ist in die ganzen Steinfelder im Steinernen Meer, an einer Stelle da bei mir im Rannertal und an einer Stelle da draußen auf der Donau leiden, sonst nicht. Ich weiß auch nicht, ob es Steinbrüche gibt, wo so eine Art von Stein angebaut wird. Ich wage es zu bezweifeln, weil der auch von der Härte um einiges härter ist als das andere. Also der hat eine höhere Dichte, der hat ein Wahnsinnsgewicht. Das sind die anderen schon nicht leicht, aber das kleine Dreieck da, der ist extrem schwer. Und man sieht es auch wenig bis fast gar keine Erosionseinflüsse. Da gibt es keine Wohlsackverwitterung bei dem. Der hat seine Ecken und Kanten und der bleibt so. Die anderen, die geben nach im Laufe der Zeit. Da nur ein bisschen näher, man sieht viel mehr verschiedene kristalline Strukturen drinnen. Es ist zum Teil vielleicht sogar ein Turmalin drin und Quarzorten, Feldspatorten, aber viel komprimierter irgendwie, viel kompakter, mit einer viel höheren Dichte. Und dann gehen wir einen großen Sprung um in die Steinfelder, dass man ein bisschen das Gefühl kriegt, was da los ist. Wie viele so Blöcke da umeinander liegen. Weil es ist ja nicht nur das Oberflächliche, als Erklärung, warum da der Wald steht und auf die Steinfelder nichts, ist für mich, wenn man dort umeinander geht in die Steinfelder und reinschaut, übrigens von da sind wir gekommen, da steht die Teufelsschüssel, da ist der Wal, wir sind dann da rumgewandert in die Steinfelder. Wenn man auf die Steinfelder selber ist und einfach nach unten schaut, dann sieht man nicht nur die obere Schicht Steine, sondern das Lage über Lage über Lage. Das heißt, da ist kein Erdreich. Falls da irgendwelche Samen hinfallen würden, die finden keinen fruchtbaren Boden. Drum, bei dem Foto aus der Ferne sieht man partiell in die Steinfelder, da wächst nichts. Da ist nichts. Nur am Rand, rundherum. Und da ist eben auch der interessante Punkt, wenn du aus den Steinfeldern aussteigst. Der Stein hat die Qualität, was ich euch jetzt gesagt habe. Der, was da liegt, das ist so einer wie die, was unten sind auf der Teufelsschüssel. In die Steinfelder findest du fast ausschließlich die Art von Stein. Das ist für mich ein ganz interessanter Punkt, weil ich mich zumindest frage, wie geht das, wo kommt der her? Nur in dem kleinen Gebiet im Grunde genommen, auf die ganze Flächen gemessen, es ist komplett unterschiedlich zu dem Untergrundgestein, der eigentlich Gneis ist, wie der Wolfgang heute auch schon gesagt hat, der ganz andere Struktur hat, andere kristalline Struktur, andere Eigenschaften. Für mich nur immer eine der Fragen, wo kommt der Stein her? Wie gesagt, Platten über Platten, interessanterweise immer wieder in der gleichen Dimension. Vielleicht sogar wirklich so, dass man sagen kann, wenn man sich die Zeit nehmen kann und auch die Möglichkeit hätte, zu probieren, ob die Steine auf irgendeiner Kante zusammenpassen. So wie ein großes Putzlespiel oder ein großes Tetris. Schauen, ob man da wieder was draus zusammenbauen kann. Ich glaube, du weißt das, Roman, du hast gesagt, es gibt da also ein Computerprogramm oder sowas, was das kann. Hat mir das irgendwer anderer gesagt? Nein, Irgendwer hat auf jeden Fall zu mir gesagt, es gäbe schon Computerprogramme. Aha. Da kannst du also ein Bild eingeben und das Computerprogramm findet aus, ob es da Ecken und Kanten gibt, die zusammenpassen. Die Frauenkirche in Dresden haben so rekonstruiert. Mhm. Haben die ganzen Steine, die da auf dem Schubhaufen waren, Ja. eingescannt und dann haben sie natürlich geschaut, wo kommt das, Wo kommt das passen? Also das war natürlich für Gebiete wie das eine interessante Geschichte. Gell? Und das Programm sagt zumindest, ja, es ginge. Weil sonst ist es natürlich für mich nach wie vor schwer, dass ich was nachweise. Weil, wie ich heute schon mal gesagt habe, die Ödernkulturen, die meiner Meinung nach auch global einmal da waren, die haben einfach so Sachen nicht hinterlassen wie irgendwelche Steinritzungen. Wir haben auch Petroglyphen bei uns in die Gebiete zum Teil, aber nicht so wie man die Hieroglyphen kennt in Ägypten, nicht irgendwelche großen Wandgemälde und. Das haben die Ödernkulturen nicht gemacht. Weil meiner Meinung nach viel von den Strukturen ja nicht als Wohnungen oder sonst was gebaut worden sind, sondern in erster Linie zur Stabilisierung oder Ausbalancierung der Erdenergien. Damit das System Erde selber so weiterläuft, wie es
ursprünglich vielleicht im Schöpfungsplan gedacht ist. Das ist heute zum Teil alles kaputt gemacht worden und die Zerstörung geht ja weltweit noch weiter. Von vielen alten Kultstätten, die dem Erdboden gleichgemacht werden, damit wir quasi unsere Wurzeln nicht finden. Das ist für mich ein ganz wichtiger und nicht ungefährlicher Nebenaspekt. Wenn uns die komplett entwurzeln, dann können wir nicht dem Himmel entgegenwachsen. Eine Frage. Hast du da bei deinen ganzen Wanderungen irgendwann einmal irgendeine Plätze gefunden, wo Kaltluftströme ausgehen? Weil, schon, weil ich weiß, in Züchter, da gibt es ja ziemlich häufig. Die sind so ähnliche Formationen und da, ich weiß nicht, ist da drunter ein Wasserspeicher oder was immer rum, das genauso ist, weiß ich nicht. Es muss dann auf jeden Fall ein Tunnelsystem geben, weil eine Höhle alleine erzeugt keinen Luftzug. Ja. Und wir haben da oben einige so Stellen schon entdeckt, wo du das wirklich merkst, da brauchst du nicht immer wirklich, da greifst hin, du hast 10 Grad weniger. Das ist auch für mich einer der Erklärungsversuche für die Schwefelflechten, die da auf die Steine drauf wächst, weil meiner Ansicht nach gibt es zwei Erklärungsmethoden, warum die Flechten auf dem Stein ist. Das eine kann sein, dass der Stein aus Stoffe entsteht, die das begünstigen, wo man vielleicht ein wenig hinkommt, wenn ich sage Vulkanasche, weil die schwefelhaltig ist und das begünstigen würde, oder ein bisschen ein höherer Schwefelanteil in der Luft, der aber bei uns in der Normalatmosphäre da draußen nicht vorherrscht. Das heißt, es wäre ein Hinweis, dass da unterirdische Systeme gibt, die miteinander verbunden sind. Und wie gesagt, es muss dann ein Gangsystem sein, weil eine Höhle erzeugt keinen Luftzug. Aber solche Dinge habe ich gefunden oben. Und ich bin natürlich auch noch weiter auf der Suche nach alle möglichen Hinweise. Ich habe auch noch weit nicht alle von den Steinfeldern besucht, dort jetzt. Und gibt noch weit mehr. Mit dem Wolfgang haben wir auch schon geredet. Das war nur interessant dann auf die tschechische Seite um. Aber wer da schon mal oben war, der hat selber ein Gefühl, was für ein Riesengebiet das ist. Auf jeden Fall, das ist nur das Steinfeld 2, so nennen sie für mich in meiner Arbeit, damit ich mich orientieren kann in meine Computer, damit ich die Bilder wiederfinde. Das wäre quasi da. Wir waren jetzt da herum. Da musst du das da queren. Da kommst du beim Wanderweg eigentlich strafst, das erste ja nur. Der Wanderweg geht da dann einmal durch, da um. Da ist eigentlich das einzige Mal, dass das Steinfeld gequert wird vom normalen Wanderweg. Den übrigens nach dem Krieg die Franzosen da umgebaut haben, soweit ich das herausgefunden habe. Nach wie vor ein interessanter Punkt für mich, wieso haben sie den Weg da auf überhaupt gebaut, wenn du von der Dreisesselberg-Seite auffahren kannst. Also was war für die Herrschaften da oben immer schon so interessant. Man kann auch da weiter forschen, was ist passiert in der Kriegszeit mit den Kultgeschichten, wo die Nazis dahinterher waren, das herauszufinden und es war auch für die ein hochinteressantes Gebiet. Und was auch sehr interessant ist für mich im Bleckensteiner See, hinten der Obelisk, den sie dort hingestellt haben, als Denkmal für Adalbert Stifter. Es ist nur interessant, dass man sich die Arbeit antut, einen 14,5 Meter hohen Obelisken da oben hinzimmern, der ja weltweit in der Antike schon verwendet worden ist zu ganz anderen Zwecken. Kann man sich selber in der Recherche ein bisschen eindigen, für was haben sie die verwendet. Das geht von Stimmgabeln bis Empfänger oder Sender von irgendwelchen Erdenergien. Interessanterweise haben wir herausgefunden im Laufe der Zeit, der Erdstall da bei uns, die Kapelle Maria Rast, wo wir mit dem Wolfgang einmal waren zum Anschauen, und der Obelisk am Blöckenstein. Wenn man die mit einer Linie verbindet, dann hast du ein gleichseitiges Dreieck mit jeweils gleichen Abständen. Also die Dinge hören nicht auf zum Lustigsein für uns. Weil es steckt ja nicht in erster Linie ein Plan dahinter, da sieht man zuerst ein Plan zeichnet und dann geht es so die Stöhnen. Mir passiert das umgekehrt. Und da ist vor allem der Erdkeller da, der Erdstall bei uns, ganz ein lustiger Punkt, dass der da genau reinpasst. Einer der wenigen zugänglichen, die wir noch haben. Das ist einfach wieder nur, dass man ein bisschen die Dimensionen erahnt. Eigentlich muss jeder selber dort aussehen und das vor Ort sehen, weil es sind wirklich Millionen und Abermillionen von Blöcken da oben. Also wenn das einmal ein Bauwerk war, dann war das so unglaublich groß, wahrscheinlich eines der größten weltweit oder in Europa. Was natürlich für mich immer wieder ein interessanter Punkt ist, wenn man oben steht, am Gipfel des Blöckenstein und ein gutes Wetter hat so wie heute, dann muss man das einmal genießen, wie weit das du da siehst. Du kannst einen riesen Teil von Europa überblicken. Und das ist auch wieder für mich so ein Punkt, wo ich sage, das war für mich, wenn ich damals einer der Beherrschenden wäre, dann war das für mich einer der Punkte, wo ich meine Wohnung hinbaue.
wenn ich mir das leisten kann, wenn ich mir es erlauben kann. Gibt es auch wieder haufenweise Riesenlegenden dazu, wo es auch immer heißt, sie bauten ihre Heiligtümer und Burgen auf den Anhöhen oder auf Berggipfeln und. Die Hinweise gibt es noch und nöcher. Und ich glaube, wir dürfen es ein bisschen im Auge behalten, dass die Geschichten über die Riesen und über die Zwerge eben nicht nur Fantasiegeschichten sind. Da auch noch ein kurzes Video, dass man den Eindruck nur ein bisschen besser kriegt, was da umeinander liegt. Die Bruchkanten, sage ich einfach einmal, sind für mich zum Teil keine Bruchkanten. Für mich ist einfach in meiner Welt so, dass ich das immer nur betrachte als ein zusammengefallenes großes Megalithbauwerk, weil man die Strukturen, wie man es da hat, Verbindungspunkte, wie man es da sieht, an andere Megalithbauten auf dem Planeten einfach nur sieht. Und das wird nachher, wir müssen da auch nicht das Ganze wieder durchlassen, weil das ist ja nur Steiner. Das ist nur Steiner Tausende. Ich nehme mir am liebsten alle mit heim. Aber und so fort und so fort. Es sind auch wirklich, es geht nicht einmal um Video wirklich, dass die Dimensionen von manchen von den Blöcken zeigst. Also da sind Geräte dabei, unwahrscheinlich. Und wenn ich dann in meiner Vorstellungswelt da oben bin, dann habe ich auch manchmal so das Gefühl, ich möchte das gern sehen oder hören, wenn das Ding zusammenfällt. Wahrscheinlich war es das Hören sogar nur intensiver, weil das muss ein Rumpler machen, der die wahrscheinlich auch schon fast auslöscht. Naja, ich bin auf jeden Fall eher versucht, dass ich relativ weit zurückgehe, also bis in die Hyperborea-Zeit, weil dort für uns auch ein bisschen das noch angesiedelt ist, dass die noch mehr die Fähigkeiten gehabt haben, mental mit der Materie solche Bauwerke zu machen. Weil für mich als normaler Bauarbeiter heute in unserer Welt ist dieser Baustoff von so einer Dimension, das geht sich nicht aus. Ich hab keine Idee, wir haben keine Geräte, die das können, und das Gebiet ist auch noch extrem unzugänglich. Du kommst ja da auch heute mit nichts hin, du kannst nicht sagen, ich stelle da jetzt einen Bagger auf und grob einmal. Das war interessant, wie es damals ausgeschaut hat. Das ist eben dazu, aber wir haben eben heute die Geschichte auch gehört mit dem, dass da einmal einen Gebirgszug gegeben hat, riesengroß, nur da reden wir von Jahrmillionen. Da gehe ich natürlich wieder nicht so weit zurück, wir sind da trotzdem bei 50 bis 100.000 Jahren. Einmal jetzt in meiner Vorstellung, das ist ja doch im Vergleich dann nur jüngere Vergangenheit. Die haben mit Stein gearbeitet, der da örtlich vorkommt und vielleicht noch wirklich Möglichkeiten und Techniken besessen, zusätzlich was künstlich dort hinbauen, mit was wir halt uns entweder schwer vorstellen können oder einfach nicht mehr wissen. Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Und auch, was wir vom Wolfgang heute gehört haben, das ist ja wirklich energetisch ein hochinteressanter Platz. Hochinteressanter Platz. Und ja, dann gibt es halt ein paar so ganz lustige Knilche. Kann man ganz kurz von dem Wuchs von den ganzen Schonen. Sind das einheitliche Flechten oder gibt es so doch verschiedene? Wir haben da eigentlich hauptsächlich 3 Flechten jetzt drauf. Das ist die graue, die Schwefelflechten und die kleine schwarze da, die da mitmischt. Ja. Die ist aber nur ganz in einem verschwindend geringen Ausmaß. Da muss ich dazu sagen, die graue Flechten, die da drauf ist, die braucht relativ lang. Also die braucht zum Teil 100 Jahre und mehr, bis so flächendeckend groß wird. Wenn man sich es näher anschaut, man sieht es auch auf die Bilder, die Schwefelflechten wächst aber über die graue drüber. Das heißt, die graue war vorher. Ja. Und die Schwefelflechten, die muss noch gar nicht so lang da drauf sein. Weil wie gesagt, wir wissen nicht, wann und wie das baut war, wann es so ist. Wir wissen auch nicht einmal genau, wann es zerstört worden ist. Aber der Hinweis von den Schwefelflechten, die ja dann erst angefangen haben zum Wachsen, nachdem es zusammengefallen ist, mit der Begünstigung durch die Tunnelsysteme, kann sein, dass es einfach nicht so lang her ist. Dass wir da in einem Bereich sind, vielleicht noch nicht einmal bei den 10.000 bis 13.000 Jahren. Dass vielleicht sogar noch kürzer ist. Und es ist einfach auch so, dass die Schwefelflechten findest du nur auf die Steinfelder. Die findest du nicht auf die anderen Granite. Sobald du von den Steinfeldern weg bist, ist eigentlich auch die Schwefelflechten weg. Die kommen nur dort vor. Ja, und dann eben Dinge wie der
und einige andere, die für mich halt einfach nimmer wirklich gängen als natürlich gebrochen oder sonst was. Das schaut für mich aus wie ein Bauteil aus einer Megalithwand oder der da. Und ja, es ist halt wieder so, man muss selber ein bisschen in die Steinfelder gehen, dass man auch über solche drüber stolpert. Es ist für mich auf der anderen Seite so, wenn ich solche wie die sehe, dann habe ich Mauern wie da, das ist das Löwentor in Mykene. Und das ist Jahre her, dass wir dort waren. Das ist ja auch nicht mehr original, so wie es jetzt da steht. Das hat der Schliemann so wieder aufbauen lassen. Man sieht es ja da haben wir das Monument mit den zwei Löwen. Erstens fällt einer der Kopf und das passt gar nicht in den Rest von der ganzen Struktur rein. Wie der Schliemann hingekommen ist, haben die Teile da oben, die waren gar nicht oben, da gibt es alle Fotos. Das hat er dann quasi wieder eben rekonstruiert, so wie man es bei ganz, ganz vielen archäologischen Städten kennen. Ob das jetzt in Peru drüben ist oder wie oft haben sie Stonehenge ummodelliert und wieder neu aufgestellt und. Wir glauben, dass das alles die wahre Geschichte darstellt, das ist einfach nicht der Fall. Das ist halt eins der Megalithbauten, die da unten in Griechenland stehen, wo ich als kleiner Bursche dort war mit meinem Papa. Und einfach so ähnlich stelle ich mir das auch vor, da oben im Steinernen Meer. Nur das Gebäude eben nur größer gewesen. Wir haben auch die Thematik schon gehabt, eben mit Riesen und Zwerge. Es gibt mehr und mehr und mehr Nachweise auf dem Planeten, dass es auch Riesen gegeben hat und das auch nur in unterschiedlicher Größe. Also da gibt es auch mit 3,5 Meter, da gibt es auch mit 6 Meter, die gibt es auch bis 12 Meter, sonst was man gefunden hat, was die Vermutungen zumindest nahelegt. Da ist auch einer der Ansprechpartner dafür, der Donauklaus, der sehr, sehr gute Forschung macht und sehr viele Sachen gesehen hat auch schon auf der Welt und sehr viel entdeckt hat, was in Bezug auf Riesen gibt. Auch die Überlieferungen der nordamerikanischen Indianer, was Riesen betrifft und. Es ist für uns halt nicht mehr von der Hand zu weisen, weil einfach auch manche dieser Bauwerke für unsere Körpergröße weitaus zu groß sind. Das macht keinen Sinn, wir würden nicht so bauen. Wir würden nicht in solche Riesendimensionen gehen. Ja, das ist ein anderer, der für mich eigentlich fast ausschaut wie der obere Teil von einem Obelisken wieder. Der hat nämlich rundherum die Dreieckskanten. Das könnte einfach eine abgebrochene Spitze von einem Obelisken sein, der auch irgendwann einmal da oben in dem Gebäude wo gestanden ist. Dann gibt es andere Strukturen wie die Linien, wobei man da vorsichtig sein muss. Manchmal sind es so wie die da eigentliche Bruchkanten. Wenn man den Stein genauer anschaut, dann sieht man, dass der auch einen Riss hat, der durchgeht und da das ein bisschen leichter schon weg erodiert ist. Nur bei manchen von denen habe ich das einfach nicht entdeckt und bei manchen von denen schauen für mich die Linien einfach auch extrem interessant aus von der Linienführung, weil das ist nicht vom Wasser ausgewaschen oder so in meiner Vorstellung, sonst müsste die Linie ja durchgehen. Und vor allem bei dem da. Das ist, da wird es schwierig. Da zum Beispiel herum sieht man, das ist so eine mit einer Bruchkanten. Da sieht man auch, wenn man den Stein genau anschaut, dass der Riss hinten in den Stein reingeht. Nur die Formen da, ich weiß jetzt nicht mehr, ist das die Urrune? Irgendeine Rune hat die Form von dem da. Und da tue ich mir einfach schwer, weil wenn der Stein jetzt schon eine Zeit lang so da liegt, dann kann das Wasser nicht sein, dass man die Formen einzeichnet. Man sieht da bei der Kanten sogar, dass das vielleicht ein bisschen angesetzt war, ein bisschen Druck rein. Wenn man da den nächsten Stein dazu denke und den nächsten, ich weiß ja nicht einmal, welches Motiv das ergeben würde, weil ich ja nur das Teil gefunden habe. Aber ist halt wieder einer von denen, die mir besonders gut gefallen. Und ja, für mich schaut es nicht ganz so aus, wie wenn das einfach auch lauter so Bruchkanten waren, wo er dann wieder auseinanderfällt. Es könnte auf der anderen Seite sein, als Megalithbauwerk gedacht, wenn das so Punkte sind, wo die Steine verbunden worden sind. Und das einfach ein größerer Block ist, wo nicht jede Fugen wieder auslassen hat, könnte auch sein. Auf jeden Fall, da noch mal ein bisschen, da sieht man es, da geht ein Riss durch, der hört da aber wieder auf. Also man muss schon bei solchen Sachen auch vorsichtig sein. Es ist nicht immer alles gleich von Menschenhand beeinflusst oder sonst was. Man muss relativ genau anschauen.
Das nächste sind dann die Pizzastücke. Das haben wir schon mal gehabt, Raimund, gell? Haben wir recht gelacht beim ersten Vortrag. Da habe ich aber nicht so viel hergezeigt wie die. Das waren nur 3 oder 4. Auf jeden Fall kann man das Spiel eine Zeit lang spielen. Da oben, der gefällt mir besonders gut da. Da ist ein Herz drin. Mit dem Herzl drauf. Und die haben wirklich interessante Formen. Also die Flächen sind total plan, die Kanten komplett gerade. Ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und meine Vorstellungskraft wird damit beflügelt. Da muss ich sagen, da glaube ich, da hat es die Ecken genommen, das ist noch die bessere, der Spitz ist abgebrochen. Es ist auf jeden Fall ein gleichschenkliges Dreieck. Da wird es auch mit der Bruchstruktur von jeder Art von Gestein für mich schon schwierig, dass er das tut und in dieser Vielfalt. Weil es kann sein, natürlich, aber für mich sind das Bauteile eines einstigen riesengroßen Bauwerks. Sie haben natürlich auch andere Wandstärken gehabt. Da braucht man sich nicht jetzt denken, das ist ein dicken Optikplatten und dann war ein Hohlraum. Die haben das auch, das war schichtweit. Das ist ja ein unglaubliches Riesenbauwerk. Wie gesagt, auch dafür geschaffen, ganz große Unwetterkatastrophen oder Erdbeben oder sonstiges zu überstehen. Man sieht das zum Teil bei anderen Strukturen da oben dann, dass der Fugenverlauf von den Strukturen so ist wie eine Gleitfuge, wie eine Dehnfuge, dass sich das bewegen kann. Wir haben das gleiche Phänomen festgestellt auf einer Ausgrabungsstelle auf der Sonnenpyramide in Visoko, dass die Unterkonstruktion der Pyramide es genauso baut, dass das einfach sich bewegen kann. Da sind Dinge zwischendrin, wo eine Gleitfuge ist, dass das die Bewegungen von einem Erdbeben und so ausgleichen kann. Visoko, die Pyramide zum Beispiel, steht auf einem Kreuzungspunkt von 3 tektonischen Platten. Manche sagen, die steht mit ihrem Gewicht dort drauf, damit dort der Ruhe ist. Also wer immer diese Dinge gebaut hat, die haben um so viel mehr gewusst, als wir uns heute zu träumen wagen. Zum Teil, darum gehe ich halt einfach auch den Schritt, schaue in eine scharfe Richtung und sage, pass auf, wir haben da die Möglichkeit einer alten Megalithanlage, was dann natürlich heißt, es hat eine Zivilisation und eine Kultur geben müssen, die das gemacht hat. Weil ganz von alleine entstehen solche Sachen dann nicht. Da steht bei Hasalom, dass man mal ein bisschen einen Größenvergleich auch kriegt, zwischendrin, was da los ist, wie die Platten ausschauen, was das für ihre massiven Geräte sind. Da, das sind wieder so Dinge, wenn der anfängt, dass er 1, 2, 3, 4 und mehr rechte Winkel hat oder rechte Ecken, dann wird es bei mir einfach schon wieder schwierig, dass ich mir vorstelle, das Gestein da oben, man sieht ja, manche sind gebrochen, man sieht dann, wie der bricht. Das ist ein total unförmiger Bruch. Ich glaube nicht, dass der so immer so glattkantig bricht. Wie da wieder rechter Winkel und dort, wo es nicht auseinandergerutscht sind, der ist ja schon wieder verrutscht. Die waren ja mal zusammen da. Das ist also eine einzige plane Fläche. Und da wird es einfach für mich trotz allem so, dass ich mir denke, immer nur gebrochen und natürlich, und die scharfen Kanten, das geht sich für mich nicht ganz aus. Weil der hat auch da einen rechten Winkel, da oben. Das, was da oben geht, ein rechter Winkel. Komplett plane Flächen. Der kleine da herin auch, der ist interessanterweise ein roter Granit. Oder ich weiß ja gar nicht genau, wie ich den Stein selber nennen soll. Der hat ein wenig eine andere Färbung. Man findet vereinzelt einen, die eine ganz andere Farbe haben. Und das ist auch manchmal ein Hinweis, dass der Stein in seiner Position, wenn ich es als ein Bauwerk betrachte, eine spezielle Funktion gehabt hat. Deswegen nimmt man eine andere Qualität von einem Stein, manchmal nimmt man eine andere Farbe, um gewisse Energien, die man dort halt braucht, zu verstärken. Aber wir haben natürlich keine Ahnung, was das einmal gewesen war. Das ist jetzt einfach mal nur der Gipfel von Blöckenstein, die Strukturen, die da oben umeinander stehen. Der Block da herum und der heruntere, die sind ja auch einmal gerade zusammen gewesen. Der obere ist verschoben durch eben Erdbeben oder was auch immer, kann natürlich auch sein in die Jahrhunderte oder Jahrtausende vielleicht, wo der Gletscher da oben herumgeschoben hat. Wir haben das schon versucht, auf alle Möglichkeiten zu prüfen. Wenn der Gletscher Steine transportiert, dann siehst du normal auf zumindest einer Seite von den Steinen Schleifspuren oder irgendwas.
Ich kann sagen, okay, der Stein ist so hart, da siehst du keine Schleifspuren, aber das ist trotzdem, du findest nichts, keine Hinweise, dass jetzt wirklich da der Gletscher viel weg und umeinander transportiert hat oder auf dem Berg auf transportiert hat und lässt das dann da oben liegen. Wann dann transportiert das runter? Das ist halt so unsere Vorstellung oder meine. Wir wissen es trotzdem nicht. Nur da ist wieder so einer, einmal, zweimal und auf den unteren Seiten das gleiche. Der hat schon wieder 4 rechte Winkel als Kanten, da ist mit natürlich für mich nichts mehr. Geht sich nicht aus. Das japanische Yonaguni? Er hat Ähnlichkeiten, ja, und man müsste natürlich wieder Gesteinsvergleiche machen, genaue analysieren. Auch wenn es eine künstliche Mischung wäre, ist vielleicht nicht ganz dasselbe, aber bei gewissen Sachen hat die Zivilisation ja gleich gearbeitet. Wir haben heute zum Teil die Vorstellung in unserer Welt, wir schreiben ganz viele Dinge den Römern zu. Das mag in ganz vielen Bereichen auch richtig sein, so wie die Aquäduktsachen, die überall umstehen, nur taucht dann irgendwann die Frage auf, wer hat denn die Aquädukte in Südamerika gebaut? Die ausschauen wie die, was die Römer bei uns gebaut haben. Da waren keine Römer. Oder dann unsere Geschichtsschreiberlinge dann sagen, ja, nein, da haben wir vergessen, die sind ja mal umgefahren. Das geht sich nicht aus. Wir brauchen Erklärungen, die einen Sinn ergeben. Wir schieben ganz viele Sachen die Römer in die Schuhe, die aber vielleicht auch auf bestehende Bauwerke aufgebaut haben, die schon da gewesen sind. So wie im Petersdom, der auf 3-mal, vielleicht sogar 4-mal ältere Fundamente steht. Der Dom heute, den muss ich mir wegdenken, dann gibt es ein Fundament. Das Fundament denke ich mir weg, dann komme ich aber über das Fundament. Das heißt, auf dem Fundament ist einmal was gestanden. Das gleiche Phänomen in Griechenland beim Apollo-Tempel. 3-mal ältere Fundamente. Immer hochenergetische Plätze und immer, wann die Zivilisation wieder verschwunden ist dort wieder hingebaut worden. Weil gewisse Dinge, wie wir heute schon gesagt haben, natürlich gespeichert bleiben, gewisses Wissen gespeichert bleibt oder unsere Intuition uns wieder dorthin bringt.